Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. In diesem Video teile ich mit dir meine 10 besten Pflegetipps für Alokasien. Lass uns doch direkt anfangen. Tipp 1 von 10. Deine Alokasia liebt Dünger. Natürlich liebt jede Pflanze Nährstoffe, aber Alokasien ganz insbesondere möchten gedüngt werden. Dabei kannst du ganz unwissenschaftlich deine Alokasien in 2 Gruppen unterteilen. Die kleinen Alokasien und die größeren Alokasien. Ich habe dir auch jetzt extra mal 2 kleine Alokasien hier hingestellt, wobei die eine davon kleiner bleibt und die andere größer wird. Die kleinere Alokasia, die du hier siehst, ist übrigens eine Alokasia beginnender Silver Dragon und die größere Alokasia, die du hier siehst, die auch größer wird, ist eine Alokasia macrorhiza variegata. Gehört eine Alokasia, wie zum Beispiel die Alokasia macrorhiza variegata, zu den groß wachsenden Alokasien, also zu den Alokasien, die auch über 80 cm groß werden können, so möchte die Alokasia die volle empfohlene Düngermenge die ganze Zeit. Auch wenn diese Pflanze noch klein ist, wird sie trotzdem so wie eine große Alokasia gedüngt. Eine kleine Alokasia, so wie diese Schönheit hier vor mir, freut sich über ungefähr 2/3 der empfohlenen Düngermenge und bleibt auch in etwa so groß. Ich finde sie sehr, sehr schön, sehr kompakt, sehr pflegeleicht. Welchen Dünger verwende ich? Ich habe dir meinen aktuellen Dünger in der Videobeschreibung hinterlegt. Den kann ich dir sehr ans Herz legen. Damit wachsen alle meine Alokasien hervorragend. Tipp Nummer 2 von 10, wie du deine Alokasia am besten pflegst, ist, dass du das Substrat deiner Alokasia tauchen oder spülen solltest. Tauchen oder spülen? Ja, denn du hast natürlich deine Pflanze ausreichend gedüngt und ihr viel Futter gegeben. Jetzt kann es allerdings dazu kommen, dass sich diese Nährstoffe, die im Dünger enthalten sind, in der Erde oder dem Substrat anreichern, sofern sie von der Pflanze nicht genutzt wurden. Das musst du auswaschen, denn das kann das Wachstum deiner Pflanze hemmen oder auch zum Beispiel dafür sorgen, wenn zu viel Nährstoffe in der Erde oder dem Substrat abgelagert sind, dass die Pflanze nicht mehr richtig Wasser aufnehmen kann. Wie erkennst du jetzt eigentlich, ob das nötig ist? Das Doofe ist, wenn du es erkennst, ist es schon zu spät, denn du kannst das an weißen Ablagerungen auf deiner Erde oder deinem Substrat sehen. Wenn du das allerdings schon sehen kannst, dann heißt es, dass sich schon Salze aus deinem Dünger abgelagert haben. Um das zu vermeiden, würde ich dir empfehlen, einmal im Monat das Substrat durchzuspülen. Solltest du schon Salzablagerung auf deiner Erde haben, empfiehlt es sich, deine Erde zu tauchen oder auch dein Substrat zu tauchen. Am besten spülst oder tauchst du das Substrat mit möglichst reinem Wasser. Möglichst reines Wasser bedeutet destilliertes oder Osmosewasser. Tipp 3 von 10. Vermeide sonnige Standorte. Nein, deine Alokasia verträgt viel mehr Licht, als du denkst. Häufig wird dir gesagt, dass eine Alokasia helles, indirektes Licht benötigt. Wenn man das jetzt auf die Natur überträgt, bedeutet helles indirektes Licht in etwa, dass die Pflanze beispielsweise unter einem Baum stehen würde. Wenn du dich jetzt in der freien Natur unter einen Baum stellst, ist es tatsächlich aber häufig heller als in deiner eigenen Wohnung. Somit bedeutet das eigentlich, dass ein heller Standort mit indirektem Licht eher sehr, sehr nah am Fenster bis sogar fast direkt am Fenster heißt. Sofern du deine Alokasia jedoch sehr hell und direkt an ein Fenster stellst, solltest du sicherstellen, dass die Luftfeuchtigkeit stimmt, denn der Tipp 4 von 10 ist, die Luftfeuchtigkeit sollte immer mindestens 50% betragen. Deine Alokasia wird einfach bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 50% nicht glücklich sein und nicht langfristig gesund leben. Solltest du die Luftfeuchtigkeit nicht auf über 50% erhöhen können, würde ich dir persönlich empfehlen, keine Alokasia bei dir in dein Zuhause aufzunehmen. Übrigens ganz spannend ist auch, dass zum Beispiel das tägliche Besprühen oder auch das stündliche Besprühen oder das Aufstellen einer Wasserschüssel nicht dafür sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit um die Pflanze herum ansteigt. Okay, hier muss man dazu sagen, für einen ganz kurzen Moment steigt sie an, dauerhaft nicht. Vom Tipp 4, höhere Luftfeuchtigkeit, geht es direkt zum Tipp 5. Deine Alokasia ist ein Spinnmilbenmagnet und daher solltest du regelmäßig deine Alokasia mit Neemöl vorbeugend behandeln. Vorbeugend behandeln bedeutet hier, dass du deine Alokasia einmal im Monat im Frühjahr und Sommer mit einer Neemöl-Wassermischung einsprühst und im Herbst und Winter sogar noch auf alle 2 Wochen gehst, denn Herbst und Winter sind die kritischsten Phasen für deine Alokasia, also wenn die Raumluft besonders trocken ist. Du kannst übrigens Neemöl auch gießend verwenden, sofern du keine mineralischen Substrate verwendest. Bei mineralischen Substraten bitte kein Neemöl gießen, das sorgt für Wurzelfäulnis und das ist schlecht. Wie man übrigens Neemöl dosiert, also zum Sprühen oder auch zum Gießen, erfährst du in diesem Video. Du kannst übrigens auch mit einer Sprühflasche auf Spinnmilbensuche gehen, aber nicht nur indem du einfach wild in den Raum sprühst. Am besten und am einfachsten findest du Spinnmilben zwischen den Öhrchen einer Alokasia, also genau hier, da wo sich die beiden Öhrchen treffen. Und dann sprühst du mit einer Sprühflasche einfach auf diese Stelle von der Blattoberseite, bitte nicht die Blattunterseite treffen,
So, und wenn du jetzt hier im Licht spinnennetzähnliche Strukturen erkennen könntest, was ich zum Glück nicht tue, dann hättest du Spinnmilben. Dann kannst du allerdings nicht mehr vorbeugend behandeln. Ich würde dir immer empfehlen, besonders im Herbst und Winter auf Spinnmilbensuche zu gehen. Also die Öhrchen immer schön von der Blattvorderseite mit Wasser einsprühen und gucken, ob sich da irgendwas befindet. Wenn nicht, alles gut. Wenn du was findest, dann musst du die Spinnmilben natürlich bekämpfen. Tipp 6 von 10 meiner besten Alocasia-Pflegetipps ist, dass du keinen zu großen Topf wählen solltest. Denn ein zu großer Topf, der nicht vollständig bewurzelt ist, begünstigt Wurzelfäulnis. Wurzelfäulnis ist schlecht. Ich persönlich würde dir immer einen Topf empfehlen, den deine Alocasia sehr, sehr schnell durchwurzeln kann. Und sofern deine Alocasia nicht umfällt oder dir zeigt, dass sie einen größeren Topf möchte, würde ich dir immer dazu raten, den Topf einfach so zu belassen. Diese Alocasia und diese Alocasia sind übrigens gleich lange im Topf und werden auch noch eine Weile darin bleiben. Ich gucke mir mal gemeinsam mit dir die Wurzeln an. Hier guckt ein Würzelchen raus. Und wie sieht es hier aus? Hier ist schon ein bisschen mehr. Oh, schöne weiße Wurzeln, sind sehr schön und gesund. Diese Pflanzen bleiben definitiv noch eine Weile hier drin, wobei die natürlich deutlich größer wird. Und ich kann sie ein wenig kleiner halten, indem ich hier auch noch einen kleinen Topf lasse. Beide Pflanzen sind übrigens fast schon über ein Jahr in diesen Töpfen. Wurzelfäulnis kann auch die schönste Alocasia dahin raffen und schon sind wir beim Tipp 7 von 10. Wähle das richtige Substrat. Lass die Erde niemals austrocknen, halte sie nicht zu feucht. Das klingt anfänglich erst einmal schwer, ist es auch, wird aber mit der Zeit einfacher, das verspreche ich dir. Mineralische Substrate oder auch ein Erdmix für Aronstabgewächse sind für die Pflege von Alokasien ideal. In diesem Video, was ich dir hier verlinke, erkläre ich dir, wie du eine Alocasia von Erde auf mineralisches Substrat überträgst. Und in diesem Video verrate ich dir meinen besten Erdmix für Aronstabgewächse, der sich ideal für Alokasien eignet. Und wenn du übrigens deiner Alocasia schon das richtige Substrat gibst, dann sind wir direkt bei Tipp 8 von 10. Und zwar vermehre die Knollen von Alokasien in Perliten, nicht in Wasser. Wenn du deiner Alocasia jetzt also schon ein neues Substrat gibst, wie zum Beispiel ein mineralisches Substrat oder auch einen Erdmix für Aronstabgewächse, wirst du die Erde, in der du deine Alocasia gekauft hast, entfernen. Hier kannst du auf Knollensuche gehen und mit einer Lupe wie ein kleiner Detektiv nach Babyknollen suchen. Die Babyknollen kannst du einfach entnehmen und in diesem Video erkläre ich dir, wie du ganz einfach viele neue Alokasien züchten kannst. Ich verwende übrigens immer Perlite, denn hier habe ich die besten Ergebnisse bisher erzielt. Kaum eine Knolle vergammelt im Vergleich zu der Methode, bei der du nur Wasser verwendest. Hier ist mir schon die eine oder andere Knolle hops gegangen. Man könnte sagen, dass diese Alocasia nicht so gut aussieht, aber eigentlich nicht, denn Tipp 9 von 10 ist: Schmeiß deine Alocasia nicht weg, wenn sie alle Blätter abwirft. Denn Alokasien können Winterschlaf halten, so wie die hier zum Beispiel. Manchmal wirft eine Alocasia im Winter einfach alle Blätter ab. Was überhaupt nicht schlimm ist, es heißt einfach nur, dass die Bedingungen für eine Alocasia im Winter nicht ideal sind. Ist aber auch nicht wirklich schlimm. Es ist Winter, es ist eine Wohnung, du heizt. Hier müssen die Bedingungen für eine tropische Pflanze nicht immer perfekt sein. Bitte wirf deine Alocasia nicht weg, sollte sie einmal alle Blätter abwerfen. Das heißt einfach nur, dass sie Winterschlaf macht und einfach mal ein bisschen Ruhe braucht. Wirf die Pflanze nicht weg, halt sie nicht feucht, nicht nass, sondern wässer sie einfach nur ab und an, sodass die Knolle nicht austrocknet. Und schon kannst du im Frühjahr sehen, wie die Pflanze einfach wieder austreibt. Dann sieht sie natürlich erstmal so aus, aber über den Sommer hinweg wird sie sich wieder wunderschön entwickeln. Tipp Nummer 10 von 10 und ganz streng genommen ist das kein Alocasia-Pflegetipp, sondern ein Tipp für dich. Vielleicht wirst du mir dafür später mal danken, sofern du eine wasserempfindliche Oberfläche, wie zum Beispiel auch einen Holzboden hast. Stell deine Alocasia nicht über einen Holzboden oder eine andere wasserempfindliche Oberfläche, denn deine Alocasia-Blätter können tropfen. Das ist theoretisch völlig normal, nennt sich Gutation und tritt einfach bei Alokasien auf, ist aber nicht so gut für den Holzboden oder die wasserempfindliche Oberfläche, denn hier wirst du mit der Zeit Wasserflecken bekommen, die du einfach vermeiden möchtest. Damit du dir das besser vorstellen kannst, hier an dieser Blattspitze bilden sich dann Wassertropfen und vielleicht auch an jeder anderen Blattspitze wie hier, hier oder auch hier deiner Alocasia. Diese Tropfen tropfen dann auf deine wasserempfindliche Oberfläche runter. Ich würde dir also empfehlen, dass du deine Alocasia immer so platzierst, dass sie dir keine wasserempfindlichen Oberflächen volltropft. Solltest du dennoch deine Alocasia irgendwo hinstellen, wo sie runtertropfen kann und dann Schäden verursacht, schütze diese Oberfläche einfach, du wirst mir später danken. Das waren meine 10 besten Pflegetipps für Alokasien. Welchen Pflegetipp fandest du besonders spannend? Hat dir vielleicht sogar ein Pflegetipp gefehlt?
Hinterlass es mir gerne in den Kommentaren und ich freue mich, von dir zu lesen. Teile dieses Video doch vielleicht sogar noch mit einer Person, die Alokasien genauso liebt wie du. Es unterstützt mich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst und dem Video einen Daumen hoch gibst. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich freue mich auch, dich in meinem nächsten Video zu sehen. Bis dann. Ciao. Kakao.